Willkommen bei Hörbar Deutsch. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Setz dich hin, hol dir etwas zu trinken und mach es dir gemütlich. Denn heute sprechen wir über etwas, das fast jeden Menschen betrifft, egal ob jung oder alt, egal in welchem Land man aufgewachsen ist, egal wie erfolgreich man nach außen hin wirkt. Wir sprechen heute über die Angst vor dem Scheitern. Und ich fange gleich mit einer Frage an, die du dir vielleicht selbst schon einmal gestellt hast. Gibt es etwas in deinem Leben, das du gerne tun würdest, aber nie angefangen hast, weil du Angst hattest, dass es nicht klappt? Eine Sprache lernen, ein eigenes Unternehmen gründen, eine Beziehung eingehen, einen neuen Job annehmen oder vielleicht einfach nur einen Brief schreiben, den du nie abgeschickt hast. Wenn du jetzt nickst, mental oder vielleicht sogar physisch, dann bist du in sehr guter Gesellschaft. Denn die Angst vor dem Scheitern ist eine der verbreitetsten und gleichzeitig am meisten unterschätzten Kräfte, die unser Leben beeinflussen. Sie arbeitet oft still im Hintergrund. Sie verkleidet sich gerne als Vernunft, als Vorsicht, als Pragmatismus. Aber in Wirklichkeit ist sie etwas anderes. Sie ist Lähmung. Heute möchte ich diese Angst genauer unter die Lupe nehmen. Wir schauen uns an, woher sie kommt, wie sie sich zeigt, was sie mit uns macht. Und vor allem, was wir tun können, um anders damit umzugehen. Was bedeutet Scheitern überhaupt? Beginnen wir mit dem Begriff selbst. Was bedeutet es, zu scheitern? Im Deutschen klingt das Wort Scheitern fast schon endgültig. Es klingt schwer, fast wie ein Urteil. Und das ist interessant, denn das sagt bereits etwas über unsere kulturelle Einstellung zum Thema aus. Scheitern bedeutet, dass etwas nicht so ausgegangen ist, wie man es sich erhofft oder geplant hatte. Ein Projekt schlägt fehl. Eine Beziehung endet. Ein Bewerbungsgespräch läuft nicht gut. Eine Prüfung wird nicht bestanden. Das Geschäft geht nicht auf. Klingt simpel, aber in unserem Kopf und besonders in unserem Gefühlsleben ist Scheitern viel mehr als nur ein neutrales Ereignis. Für viele Menschen ist Scheitern gleichbedeutend mit persönlichem Versagen. Mit der Botschaft, ich bin nicht gut genug. Ich habe es nicht verdient. Ich hätte es besser wissen müssen. Und genau da liegt das Problem. Nicht im Scheitern selbst, sondern in der Geschichte, die wir uns darüber erzählen. Wenn du eine Prüfung nicht besteht, ist das ein Ereignis. Aber wenn du dir sagst, ich bin einfach zu dumm für das Studium, dann machst du aus einem Ereignis eine Identität. Und das ist der Unterschied, der alles verändert. Die Angst vor dem Scheitern ist in Wirklichkeit oft die Angst vor dieser Geschichte. Die Angst davor, was das Scheitern über uns aussagen würde. Über unseren Wert, über unsere Fähigkeiten, über das, was andere von uns denken. Woher kommt diese Angst? Die Angst vor dem Scheitern ist nicht angeboren. Sie wird erlernt. Und sie hat viele Quellen. Die erste und wohl bedeutsamste Quelle ist die Kindheit. Von klein auf lernen wir, dass Leistung belohnt wird. Gute Noten bringen Lob. Schlechte Noten bringen Enttäuschung. Wer beim Sport gewinnt, bekommt Applaus. Wer verliert, muss sich erklären. Das klingt vielleicht harmlos. Aber über Jahre hinweg verankert sich in vielen Menschen die Überzeugung: Mein Wert als Person hängt von meiner Leistung ab. Ich bin liebenswert, wenn ich erfolgreich bin. Ich bin weniger wert, wenn ich scheitere. Diese Überzeugung ist tief verwurzelt. Sie sitzt nicht im bewussten Denken, sondern viel tiefer. In den automatischen Gedanken, in den körperlichen Reaktionen, in den Träumen und in der Art, wie wir uns selbst beschreiben. Die zweite Quelle ist das soziale Umfeld. Wir sind soziale Wesen. Was andere über uns denken, ist für uns nicht gleichgültig. Das ist eine biologische Tatsache, keine Schwäche. In der Vergangenheit hing das Überleben eines Menschen davon ab, zur Gruppe zu gehören. Ausgestoßen zu werden bedeutete Tod. Auch wenn wir heute keine Säbelzahntiger mehr fürchten müssen, reagiert unser Gehirn auf soziale Ablehnung ähnlich wie auf körperliche Bedrohung. Die Angst, ausgelacht zu werden, die Angst, als Versager dazustehen, die Angst, das Ansehen zu verlieren. Das alles sind tiefe, evolutionär verankerte Ängste. Die dritte Quelle ist die Gesellschaft, in der wir leben. Wir werden täglich mit Erfolgsgeschichten bombardiert. Überall sehen wir Menschen, die es geschafft haben.
die das perfekte Leben führen, die in jeder Situation die richtige Antwort haben, die nie zweifeln, nie stolpern, nie zögern. Was wir nicht sehen, die Rückschläge, die hinter diesen Geschichten stecken, die Versuche, die gescheitert sind, die Nächte, in denen auch diese Menschen gezweifelt haben. Das Bild, das wir von Erfolg haben, ist oft verzerrt. Und dieser verzerrte Vergleich macht uns kleiner, als wir sind. Wie zeigt sich die Angst vor dem Scheitern im Alltag? Die Angst vor dem Scheitern ist ein Chamäleon. Sie zeigt sich selten offen. Sie verkleidet sich, tarnt sich, nimmt andere Formen an. Lass uns einige dieser Verkleidungen anschauen. Aufschieberitis, oder auf Deutsch auch Prokrastination genannt, ist eine der häufigsten Formen. Man schiebt eine Aufgabe immer weiter auf. Nicht weil man faul ist, sondern weil man, solange man noch nicht begonnen hat, auch noch nicht scheitern kann. Solange das Projekt nicht angefangen ist, kann es noch ein Erfolg werden. Der Moment, in dem man anfängt, ist auch der Moment, in dem Scheitern möglich wird. Prokrastination ist also oft keine Faulheit. Es ist Selbstschutz, sehr teurer Selbstschutz, denn der Preis ist das eigene Potenzial. Perfektionismus ist eine weitere Verkleidung. Der Perfektionist setzt sich so hohe Standards, dass der Erfolg praktisch unerreichbar ist. Und dann, wenn das Ergebnis diese unrealistischen Standards nicht erfüllt, hat man einen Grund, nicht zu veröffentlichen, nicht abzugeben, nicht zu zeigen. Es ist noch nicht fertig, ist die Standardantwort des Perfektionisten, auch wenn er fertig eigentlich längst gut genug wäre. Perfektionismus fühlt sich an wie ein hoher Anspruch an sich selbst. In Wirklichkeit ist er oft die Angst in einem schicken Gewand. Überplanung ist ebenfalls eine Tarnung. Man plant und plant und plant. Und irgendwann plant man so viel, dass kein Raum mehr für die eigentliche Handlung bleibt. Die endlose Vorbereitung gibt einem das Gefühl, etwas zu tun. Aber sie ist eine Möglichkeit, dem tatsächlichen Risiko auszuweichen. Selbstsabotage ist vielleicht die hinterhältigste Form. Man beginnt etwas, aber sabotiert es unbewusst, bevor es Früchte tragen kann. Man zeigt nicht die volle Leistung. Man vergisst wichtige Termine. Man behandelt Menschen schlecht, die einem helfen könnten. Auf diese Weise kann man sich sagen, ich habe nicht wirklich versagt. Ich habe es nur nicht wirklich versucht. Das schützt das Selbstbild, aber es kostet die Ergebnisse. Und schließlich gibt es den Rückzug aus dem Leben. Manche Menschen hören auf, sich für neue Dinge zu bewerben. Sie treten keine Vereine mehr bei. Sie gehen keine neuen Beziehungen ein. Sie bleiben in der sicheren Zone, auch wenn diese Zone sie einengt. Die Komfortzone heißt Komfort, aber mit der Zeit wird sie zum Gefängnis. Was macht die Angst vor dem Scheitern mit uns? Die Angst vor dem Scheitern ist nicht nur unangenehm. Sie hat handfeste Konsequenzen für unser Leben. Zunächst, sie begrenzt unser Wachstum. Wachstum passiert immer an der Grenze unserer Fähigkeiten. Es passiert dort, wo wir etwas tun, was wir noch nicht gut können, wo wir uns unsicher fühlen, wo Fehler möglich sind. Wenn wir diese Zone systematisch meiden, bleiben wir stehen. Wir werden nicht besser. Wir bleiben, wer wir sind. Aber nicht, weil wir zufrieden sind, sondern weil wir Angst haben. Zweitens, sie macht uns unglücklich. Nicht zu leben, wie man leben möchte. Das hinterlässt Spuren. Es gibt eine stille, chronische Unzufriedenheit bei Menschen, die immer wieder ihre eigenen Träume und Wünsche beiseite legen. Man gewöhnt sich daran. Aber sich daran gewöhnen ist nicht dasselbe wie glücklich sein. Drittens, sie erschöpft uns. Die Angst zu managen, die eigene Unsicherheit zu verbergen, immer wieder Entscheidungen aufzuschieben. All das kostet enorm viel Energie. Menschen, die stark von der Angst vor dem Scheitern getrieben werden, berichten häufig von innerer Erschöpfung. Nicht körperlicher Erschöpfung, sondern einer Müdigkeit, die aus dem dauerhaften inneren Kampf entsteht. Viertens, sie verformt unsere Beziehungen. Wenn ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, dann vermeide ich möglicherweise echte Nähe. Denn echte Nähe bedeutet, gesehen zu werden, auch mit meinen Schwächen. Das ist riskant. Also halte ich Menschen auf Abstand. Ich zeige mein bestes Gesicht, aber nicht mein echtes. Und dann frage ich mich, warum ich mich allein fühle, obwohl ich von Menschen umgeben bin. Eine andere Sichtweise auf das Scheitern.
Jetzt möchte ich einen Perspektivwechsel vorschlagen. Denn ich glaube, dass viele der Probleme, die wir mit dem Scheitern haben, daher rühren, dass wir Scheitern falsch verstehen. Was wäre, wenn Scheitern kein Urteil über dich wäre, sondern ein Teil des Prozesses? Denk mal darüber nach, wie du laufen gelernt hast. Als kleines Kind bist du hunderte Male hingefallen. Hunderte Male. Und niemand hat das als Versagen gewertet. Niemand hat gesagt, dieses Kind ist einfach nicht fürs Laufen gemacht. Es war klar, Fallen gehört dazu. Es ist der Weg. Irgendwann zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenleben verlieren viele Menschen dieses Verständnis. Plötzlich soll Erfolg ohne Scheitern kommen. Plötzlich ist ein Fehler eine Blamage, kein Lernschritt. Aber das stimmt nicht mit der Realität überein. Kein Handwerk, keine Wissenschaft, keine Kunst, keine menschliche Fähigkeit wird ohne Fehler erworben. Der Schreiner baut zuerst schlechte Schränke, bevor er gute baut. Die Pianistin spielt zuerst falsche Noten, bevor sie die richtigen findet. Der Arzt lernt aus Fällen, die er nicht sofort richtig einschätzen konnte. Scheitern ist keine Ausnahme vom Lernprozess. Es ist der Lernprozess. Und damit kommt eine zweite wichtige Idee. Der Unterschied zwischen Menschen, die scheinbar keine Angst vor dem Scheitern haben, und denen, die gelähmt davon sind. Dieser Unterschied liegt oft nicht in der Häufigkeit des Scheiterns. Er liegt in der Bedeutung, die sie dem Scheitern beimessen. Diejenigen, die trotz Rückschlägen weitermachen, haben gelernt, Scheitern als Information zu behandeln. Als Feedback. Als Signal, das ihnen sagt, hier musst du etwas anpassen. Hier fehlt dir noch etwas. Hier ist eine Lücke. Das ist keine Selbstberuhigung. Das ist eine fundamentale Neuausrichtung in der Denkweise. Praktische Wege aus der Angst. Gut, wir haben viel darüber gesprochen, was die Angst ist, woher sie kommt und wie sie funktioniert. Jetzt sprechen wir darüber, was wir tun können. Ich sage gleich vorweg, es gibt keine schnelle Lösung. Es gibt keine 5 einfachen Schritte, die deine Angst für immer verschwinden lassen. Aber es gibt Dinge, die wirklich helfen, wenn man sie konsequent praktiziert. Erstens, die Angst benennen. Das klingt fast zu simpel, aber es ist erstaunlich wirksam. Wenn du merkst, dass du etwas aufschiebst, dass du dich in Details verlierst, dass du übermäßig planst, halte inne. Frage dich, was genau befürchte ich? Was würde passieren, wenn ich scheitere? Was wäre der schlimmste Fall? Oft stellt sich heraus, dass der schlimmste Fall gar nicht so schlimm ist. Man macht ihn sich kleiner, wenn man ihn direkt anschaut. Die vage, diffuse Angst ist viel mächtiger als die konkrete, benannte Angst. Zweitens, zwischen Ergebnis und Identität unterscheiden. Wenn etwas schief geht, übe dich in dieser Unterscheidung. Ich habe dieses Mal gescheitert ist etwas anderes als ich bin ein Versager. Das erste ist ein Ereignis. Das zweite ist eine Identität. Und deine Identität sollte nie von einem einzelnen Ergebnis abhängen. Diese Unterscheidung muss man üben. Sie kommt nicht automatisch, aber mit der Zeit kann sie zur neuen Standardantwort werden. Zur neuen Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt. Drittens, klein anfangen. Wenn die Angst so groß ist, dass der nächste Schritt sich unüberwindbar anfühlt, dann mach den Schritt kleiner. Wer Angst hat, ein Buch zu schreiben, schreibt heute eine Seite. Wer Angst hat, Deutsch zu sprechen, spricht heute einen Satz. Wer Angst hat, einen neuen Job zu suchen, schaut heute eine halbe Stunde lang Stellenanzeigen. Kleine Schritte bauen Vertrauen auf. Und Vertrauen reduziert Angst. Es ist ein Kreislauf, aber ein guter. Viertens, das Scheitern normalisieren. Wir müssen anfangen, offen über Misserfolge zu reden. In unserem Umfeld, in unseren Gesprächen, in dem, was wir anderen erzählen. Wenn wir nur von unseren Erfolgen sprechen, geben wir anderen das Bild, dass wir nie scheitern. Und das gibt ihnen das Gefühl, dass sie die Einzigen sind, denen Dinge schiefgehen. Was wäre, wenn du beim nächsten Gespräch mit einem Freund auch von einem Rückschlag erzählst? Von einer Entscheidung, die nicht gut war? Von einem Versuch, der gescheitert ist? Nicht um dich zu beklagen, sondern um das Gespräch zu vertiefen. Du wirst wahrscheinlich merken, dass dein Gegenüber aufatmet, dass er oder sie sich nicht mehr allein fühlt und dass das Gespräch echte Verbindung schafft. Fünftens, den Wert des Versuchs anerkennen. Es gibt eine Frage,
die ich für sehr kraftvoll halte. Was würde ich am Ende meines Lebens mehr bereuen, versucht und gescheitert zu haben? Oder nicht versucht zu haben? Für die meisten Menschen ist die Antwort klar. Das Nicht-Versuchen ist das, was am Ende wirklich schmerzt. Nicht die Fehler, sondern die unbewohnten Möglichkeiten. Die Türen, vor denen man stand, aber nie geöffnet hat. Der Versuch selbst hat Wert, unabhängig vom Ergebnis. Er zeigt, dass man lebt, dass man sich etwas traut, dass man sich nicht von der Angst bestimmen lässt. Das ist keine Kleinigkeit. Eine breitere Perspektive. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, weil ich glaube, dass die Angst vor dem Scheitern nicht nur ein persönliches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema ist. Wenn viele Menschen in einer Gesellschaft Angst haben zu scheitern, dann hat das Konsequenzen für die gesamte Gemeinschaft. Weniger neue Ideen werden ausprobiert. Weniger Risiken werden eingegangen. Weniger Wandel findet statt. Es entsteht eine kollektive Starre. In einer Welt, die sich schnell verändert, in der alte Berufe verschwinden und neue entstehen, in der technologische und gesellschaftliche Umbrüche immer schneller folgen, ist die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen und aus Fehlern zu lernen, keine nette Ergänzung zum Lebensrepertoire. Sie ist eine Notwendigkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur persönlich, sondern auch kulturell über das Scheitern sprechen. Dass wir Kinder anders erziehen. Nicht so, dass Fehler egal sind, aber so, dass Fehler nicht das Ende der Welt bedeuten. Dass wir Arbeitskulturen aufbauen, in denen es sicher ist zu sagen, das hat nicht funktioniert. Hier ist, was ich daraus gelernt habe. Dass wir als Gesellschaft den Versuch würdigen und nicht nur das Ergebnis. Das ist nicht naiv. Das ist eine pragmatische Antwort auf die Anforderungen der Zeit. Zum Abschluss, ein Gedanke, der bleibt. Ich möchte diese Folge mit einem Bild abschließen, das mir persönlich viel bedeutet. Stell dir vor, du stehst am Rand eines Sprungbretts über einem Schwimmbecken. Du hast das Springen noch nie ausprobiert. Du weißt, dass das Wasser tief genug ist. Du weißt, dass andere gesprungen sind und es überlebt haben. Aber trotzdem, du zögerst. Du könntest ewig auf diesem Brett stehen. Du könntest die Höhe analysieren. Du könntest die Wassertemperatur überprüfen. Du könntest warten, bis die Bedingungen perfekter sind. Aber irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Springe ich oder gehe ich zurück? Und hier ist die Wahrheit. Wenn du zurückgehst, wirst du nie wissen, wie es sich anfühlt zu springen. Du wirst nie den Aufprall spüren, nie das Wasser um dich herum. Du wirst die Treppe hinuntergehen und dich fragen, wie es gewesen wäre. Aber wenn du springst, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn der Aufprall unangenehm ist, auch wenn du Wasser schluckst, dann weißt du es. Dann hast du etwas Echtes erlebt. Und der nächste Sprung wird leichter sein. Das ist der Kern dessen, was ich heute sagen wollte. Das Scheitern ist nicht das Gegenteil des Erfolgs. Das Nicht-Versuchen ist das Gegenteil des Erfolgs. Die Frage ist nicht, werde ich scheitern? Die Frage ist, bin ich bereit, es trotzdem zu versuchen? Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, diese Folge hat dir etwas gegeben. Vielleicht einen neuen Gedanken, vielleicht eine kleine Verschiebung in der Perspektive. Und vielleicht erinnerst du dich an das eine Ding, das du schon lange tun wolltest, aber nie angefangen hast. Vielleicht ist heute ein guter Tag dafür. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, bleib mutig und hör weiter zu.